Miranda von Taiwan Foodie. Letzte Woche habe ich euch gezeigt, so eine spezielle Taiwan-Soße, zwar Bauchfleisch in Sojasauce. Und heute möchte ich euch zeigen, wie kann man aus dieser Soße noch mehr leckeres Taiwan-Gerichte zubereiten. In Taiwan habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr da mal schon mal gegessen habt, auf der Straße gibt es oft immer diese kleine, ich würde sagen Imbissladen. Und da haben sie immer oft diese Lu Rou Fan, das ist quasi diese Fleischsoße auf Reis. Oder ihr habt auch Nudeln-Geschäfte gesehen. Das ist auch oft, dass diese Soße auf gekochte Nudeln. Und zusätzlich gibt es so kleine Beilage, würde ich sagen, so wie fast wie Vorspeise oder kleine Beilage, auch gekocht von dieser Sojasauce. Und das ist, heute zeige ich auch zwei zusätzliche Beilagegerichte. Die Zutaten brauchen wir. Natürlich unsere Hauptrolle, wichtige Bauchfleischsoße. Und hier haben wir Reis und Pak Choi, das ist nachher für Lu Rou Fan. In der Mitte haben wir hier Knoblauchzehen und Zwiebellauch und ein Weizennudeln. Das ist eine spezielle asiatische Weizennudeln. Man kann in Asien-Supermarkt zum Beispiel so in einer Verpackung sehen. Ich habe hier eine japanische Weizennudeln gekauft. Es gibt oft auch aus China, aus Taiwan, immer diese Weizennudeln. Man sieht auch die Farbe, die sehen ganz anders als italienische Pasta oder deutsche Spätzle oder so, weil wir verwenden kein Ei in den Nudeln. Auf der rechten Seite hier habe ich zwei Zutaten nur, gekocht und geschälte Ei. Und hier ist frische Tofu und zwar ein bisschen gepresst. So, frische Tofu gepresst, was bedeutet das? Also ich habe im Asien-Supermarkt frische Tofu gekauft und solche frische Tofu kommen immer in so eine Wassereimer. Und zu Hause kann man auch wieder in den Wassereimer lassen und einfach mit so Frischhaltedose im Kühlschrank lagern. Da kann man wirklich länger frisch halten. Zwischenzeitlich, wenn das Wasser trüb ist, einfach wechseln, wieder abkippen das Wasser und wieder frische Wasser rein. Und dann kann man wirklich dadurch mehrere Tage, also meine Erfahrung ist, so eine frische Tofu 1 Woche bis 2 Wochen im Kühlschrank auch bewahren, ist überhaupt kein Problem. Ich habe diese 2 Stück Tofu eigentlich vom Asienmarkt gekauft. Man sieht, dass frische Tofu kommen aus dem Laden so und die sind der ist sehr, sehr weich. Und das ist auch zu viel Wasser drin. Und ich möchte für dieses Gericht etwas weniger Wasserinhalt haben und deswegen habe ich einfach selber mit Gewicht gepresst, damit das etwas Wasser rauskommt und man merkt, dass hier ist etwas fester. Und wie presst man überhaupt den Tofu? Das ist einfach. Man nimmt einfach unten einen Teller, Tofu drauf, wieder einen Teller und holt einfach, was am schwersten bei euch zu Hause habt. Ich habe hier so einen Mörser und dann lege ich auf dem Teller und dann nach, ich würde sagen, vielleicht 10, 15 Minuten, je nachdem wie viel Wasser rauskommt und dann kann man diese beliebte Konsistenz von dem Tofu einfach so erreichen. So, jetzt leg los. Allererste Sache, Reis kochen, weil das dauert am längsten. Und ich habe hier schon mal in der Vergangenheit ein Video gemacht, wie man Reis genau wie in Taiwan zubereiten. Und guckt ihr einfach dieses Video. Okay, jetzt fangen wir an. Lassen wir erstmal die Gemüse und Tofu zubereiten. Diese 1 Zehen Knoblauch einfach pressen lassen. Das werden wir nachher brauchen. Und dann Zwiebellauch einfach in feine Stücke geschnitten. Und dann Pak Choi. Also Pak Choi gibt es ja große oder kleine, je nachdem, was man in dem Supermarkt findet. Ich habe hier ein ziemlich großes Pak Choi und hier ist sehr, sehr groß und hart. Deswegen werde ich mal ein bisschen dünner schneiden. Wenn ihr schon sowieso ein kleiner Pak Choi habt, dann würde ich sagen einfach Hälfte oder Viertel, das reicht.
Jetzt machen wir einfach Tofu. Also das ist je nachdem, welche Form möchtet ihr. Ich möchte schon gerne so etwas größere Würfel haben, weil das sieht auch nachher besser aus. Genau. So sieht gut aus. Okay, jetzt werde ich erstmal unsere Beilage kochen. Und hier ist sehr wichtig, muss man aufpassen. Also Eier kann man direkt in diese Fleischsoße reinschmeißen, also natürlich gekochte Ei, reinschmeißen und zusammenkochen. Die werden diese Soße nicht kaputt machen. Alle anderen Zutaten, wie Tofu oder auch sogar wie Gemüse, wenn ihr das auch mit dieser Soße kochen möchtet, dann bitte immer extra diese Soße rausnehmen in einen separaten Topf und separat kochen, weil Gemüse und Tofu, die haben ganz viel Wasser und nach Kochen will dann ganz viel Wasser von diesen Zutaten rauskommen und dann will die Soße nicht mehr so lang haltbar sein. Dann muss man jedes Mal quasi nach dem Essen die Soße immer entsorgen. Da kann man nicht wie Fleisch oder wie Eier immer wieder kochen und die Soße bleibt immer sehr gut. Also ich möchte nur die Soße. Das heißt, ich mache so ein Sieb und einfach die Soße extra rausholen. So, das ist erstmal ausreichend. Und dann lege ich einfach Tofu rein. Und lassen wir einfach Deckel zu, einfach köcheln lassen für mindestens 15 Minuten. Und ich werde euch zeigen, wie das aussehen nachher, wenn das fertig ist. Okay, jetzt nehme ich einfach alle Reste Fleischsoße in einen Topf und dann schmeiße ich einfach gekochte Eier rein. Und hier jeweils auch Deckel zu und dann köcheln lassen für mindestens 15 Minuten. Zwischenzeitlich, wenn die Soße wirklich sehr massiv reduziert und man schmeckt, dass es zu salzig, weil ganz viel Dampf rauskommt, kann man ruhig noch einen Schluck Wasser rein. Also jetzt 15 Minuten vorbei, unsere Tofu und auch Eier, die sind immer noch am Kochen. Ich glaube noch mal 5 Minuten, insgesamt 20 Minuten werden die schon brauchen. Jetzt können wir auch schon anfangen für weitere Zutaten kochen. Ich habe hier einfach Wasser in einen großen Topf. Ich werde erstmal kochen lassen und dann werde ich erstmal diese Pak Choi mal kurz blanchieren. Jetzt das Wasser kocht. Wir können die Pak Choi erstmal diese Stangenseite runter, weil da braucht ja ein bisschen mehr Zeit zum Kochen. Die Blätter können erst noch oben lassen. Und jetzt kann alle rein. Und wir wollen den Pak Choi nicht bis zum weich kochen. Man möchte gerne noch ein bisschen knackige Beiß in den Gemüse noch drin haben. Ich würde sagen, dann lassen wir nur kurz blanchieren und dann holen wir wieder raus. Solange dass diese Pak Choi Stange ein bisschen weich ist, kann man mit den Zange so ein bisschen reinpressen, dann ist okay, dann kann man rausholen. Und gleicher Topf lassen wir jetzt diese Weizennudeln reinmachen. Einfach so kochen nach der Verpackungsanleitung. Je nachdem 6 Minuten bis 10 Minuten. Und dann kommen wir nochmal zurück. Okay, wir haben alles fertig gekocht. Ich habe diese Weizennudeln quasi nach der Anleitung so gekocht und jetzt in so eine Schale reingeholt und reingemacht. Und jetzt können wir endlich mal bis zum Fertig machen. Wir gucken mal halt, was wir schon gekocht haben, diese Beilage. Wir holen erstmal diese Tofu raus. Und dann schneiden wir diese Eier quasi halbieren. Guck mal die Farbe, genau so eine braune Farbe brauchen wir.
Und ich habe hier Reis gekocht. Und dann lege ich einfach diese gekochte Pak Choi herum. Und dann lassen wir einfach diese Fleischsoße auf Reis. Auf jeden Fall immer Fleisch und Soße ganz massiv auf dem Reis machen. Und hier für Nudeln genauso, nur bevor wir dann diese Fleischsoße reinmachen, wir haben ja etwas Knoblauch und auch diese Zwiebellauch etwas rein. Und dann auch wieder Fleischsoße rein. Endlich mal fertig! Heute haben wir gekocht Lu Rou Fan. Das ist diese Fleischsoße auf Reis. Und auch Rou Zao Mian, Fleischsoße auf Nudeln. Und dann noch Beilage, Tofu und Eier. Natürlich haben wir noch ein bisschen Gemüse dazu. Das ist dann in Taiwan sehr, sehr bekannte Streetfood-Essen. Wenn man manchmal so Mittagsessen keine Zeit hat, dann geht man schnell in so eine kleine Imbissladen und dann isst man solche Sachen. Und dann lassen wir jetzt kosten. Ich habe heute ganz viel zum Kosten. Erstmal Nudeln umrühren, weil man muss ja diese Soße, Knoblauch und Zwiebellauch richtig gut unterrühren. Das schmeckt genau wie in Taiwan. Wenn ihr so gerne Nudeln esst, dann unbedingt auf Nudeln probieren. Das schmeckt wirklich gut. Und jetzt probiere ich mal den Tofu. Schmeckt sehr gut. Also Tofu mit so einem salzigen Fleisch und auch noch Sojasauce Geschmack. Sehr gut. Und jetzt koste ich dann Lu Rou Fan. Soll ich euch zeigen, wie man authentisch in Taiwan isst, diese Ei? Also oft ist dann diese Ei quasi auf diese Reis als so ein Set. Was ich mache, und ich glaube viele Taiwaner, die machen das, ist halt diese Eigelb so quasi zermatschen. Und dann so essen. Also, ich kann nicht aufhören. Ich muss eigentlich weiter essen. Danke für euch Zuschauen. Ich hoffe, dass heute gefällt euch mein Rezept. Nicht vergessen, Daumen hoch und meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!